was. Das ist Leben, das ist das Wichtige. Und hier wird man immer daran erinnert. Ich befinde mich in Namibia auf dem Weg zur Nankosé Lodge and Wildlife Sanctuary, eine Auffangstation für Wildtiere, die von dem Ehepaar Rudy und Marlies Van Wuren geführt wird. Hier arbeitet und lebt Colette Massé und sie erzählt uns, wie Nankosé ihr Leben verändert. Nankosé ist Conservation. Ich weiß nicht, was Conservation auf Deutsch heißt. Was heißt Conservation auf Deutsch? Arterhaltung. Ja. Für Tiere, für Landschaften, für Menschen, die Buschmänner. Es ist ein Second Chance für alles. Für alles. Für Natascha, für alle Paviane, für alle Tiere. Ich glaube, manche denken, das ist wirklich wie Urlaub. Aber das ist mehr Mauritius oder Sansibar. Hier arbeitet man. Das macht auch sehr viel Spaß, ist ganz hands-on. Aber da machen die Freiwillige absolut alles von Enclosure Cleaning und Essen vorbereiten für alle Tiere und Carnivore Feeding und Baboon Walk natürlich, Cheetah Walk, auch wirklich hands-on mit den Tieren sein. Ja. In the face. Oh. Next one. Werden die Tiere hier wieder freigelassen, die jetzt aktuell hier in Obhut sind? So weit wie möglich. Natascha leider nie im Leben. Keine Paviane dürfen sie nicht. Aber wenn es um Geparden geht, Leoparden und so weiter, wenn sie nicht zu habituated sind, das heißt, da haben sie sich nicht zu viel an Menschen gewöhnt, dann können wir die freilassen. Das ist nicht so einfach. Das klingt immer so romantisch und einfach. Ist es aber nicht. Das sind 4 Geparden. Shyla, Odyssey, Wonder sind Geschwister. Kitty ist einen Monat älter, die sind jetzt fast 3 Jahre alt. Und Shyla, Odyssey und Wonder, weil sie so zahm sind und Menschen kennen und ganz ungefährlich sind, müssen sie immer in Gefangenschaft bleiben. Aber was wir machen, und die Filmgruppen lieben es auch, so für BBC, National Geographic, Animal Planet und so weiter, wenn Filmgruppen es haben wollen, es ist sehr einfach hier so Jagdszenen zu drehen mit Shyla, Odyssey, Wonder. Die werden rausgenommen, on the reserve, und da können sie dann ganz natürlich von sich auch aus jagen. Und das tun sie auch. Und für National Geographic und die Kameraleute ist es wie Paradies. Ich meine, wenn sie nach Etosha gehen würden oder Kruger Nationalpark in Südafrika oder irgend sowas in the True Wild, da könnte es Jahre dauern, bevor man so eine Szene drehen kann. Aber mit uns oder bei uns, mit Shyla, Odyssey und Wonder, ist es, in ein paar Tagen hat man das. Hier mache ich auch, ich bin Filmmanagerin. Hier auf Nankosé. Und das gefällt mir sehr gut. Das ist hat alles nur mit Tieren zu tun, Natur, mit BBC, National Geographic, Animal Planet und so weiter. Das macht Spaß. Ich würde mindestens noch 10 Jahre hier bleiben, denke ich mal. Und danach muss ich mal sehen. Ich meine, man weiß nie, was passieren sollte im Leben. Wer weiß, aber für jetzt und die nächsten zig Jahre, nee, da möchte ich dann hier bleiben. Ich komme ursprünglich aus Namibia eigentlich. Ich war in Windhoek geboren und jetzt bin ich hier auf Nankosé seit April 2014, so knapp über 4 Jahre. Ich habe Marlies eigentlich im Jahr 2000 oder 2001 kennengelernt in Swakopmund an der Küste, da wohnen meine Eltern. Und zu der Zeit habe ich für eine Produktionsfirma gearbeitet, Namib-Film hieß es, oder heißt es immer noch heutzutage. Und wir machten einen Kurzfilm mit Franzosen an der Küste. Und wir mussten einen Gepard kriegen für unser Kurzfilm halt für Frankreich mit Franzosen. Und da habe ich Hannas angerufen und mit Rudy und Marlies geredet. Zu der Zeit kannte ich die überhaupt nicht. Und Marlies ist dann zur Küste gefahren mit Hooters. Und Hooters war ein berühmter Gepard in Namibia. Das war so 2010, da habe ich Kapstadt verlassen und bin zurück nach Namibia gekommen. Ich war auch eine kurze Zeit oder ein Jahr lang eigentlich in Australien, so 6 Monate in England, in London. Da habe ich auch in der Filmindustrie weitergearbeitet. Und dann bin ich zurück nach Namibia gekommen und zwar für diesen Mad Max-Film. Und das waren fast zwei Jahre, wo ich auf Mad Max gearbeitet habe und das war so stressig. Und dann war ich schon kaputt und am Ende nach dem.
So 2013 bin ich wieder zurück nach Kapstadt gezogen und da habe ich dann weitergearbeitet. Keine Pause gemacht, nichts, das war mein Fehler, ich war so doof. Und da habe ich dann weiter in der Filmindustrie gearbeitet, aber so in Werbung und ein paar Filme und nicht wie hier natürlich. Nichts mit Tieren oder Natur zu tun, Dokumentarfilme, überhaupt nicht. Und dann, ja, war alles einfach viel zu stressig am Ende. Und ja, so Oktober, ja, das war über meinen Geburtstag, Oktober 2013, da konnte ich nicht mehr. Da bin ich dann in diese Klinik gelandet und das war mir alles ganz peinlich natürlich. Und da bin ich nicht freiwillig reingekommen, da wurde ich so reingeschoben für 2 Wochen. Und dann habe ich geblickt, ich kann es nicht mehr mit der Filmarbeit und sowas, so mit wirklich Feature-Filme aus Hollywood und Werbung und so weiter und so fort, geht's nicht mehr. Und Marlies wusste, dass ich in Kapstadt bin und die hat auch über die Jahre ab und zu mal telefoniert oder eine E-Mail geschickt oder irgendwas und hat gemeint, komm zurück nach Namibia. Ich habe jetzt Nankusé, das wir in 2006 gegründet haben, ich und mein Mann Rudi, und wir brauchen dich dort. Und da kannst du dann die Filmarbeiten machen mit Dokumentarfilm und Natur und BBC und sowas. Und das ist viel, viel schöner, als was du jetzt machst in Kapstadt. Und ich habe immer Nein gesagt, wie eine Blöde. Und dann nach dem, was in 2013 passiert ist, dachte ich, nee, jetzt muss ich mal. Und wir haben uns zum Mittagessen in der Lodge getroffen. Und Marlies ist so schlau. Die wusste, wie ich Tiere liebe. Und Marlies hatte Violet bei ihr, so wie Natascha hier. Und das war's für mich. Da konnte ich nur Ja sagen. Da kann keiner Nein sagen. Dann ist man kein Mensch, da hat man kein Herz. Age 6 and your role here at Nankusé. I got the best video. I was still... Reaching for it so it looks like they're taking selfies. Oh, yeah, it was on my GoPro that, yeah. Und so ist es halt, ja, so war es halt. Ich musste dann ein paar Monate zurück nach Kapstadt und da was fertig machen und dann im April 2014 habe ich hier angefangen und hier bin ich immer noch. Für mich persönlich war es eigentlich fast wie eine Rettung. Ich meine, als das passiert ist im Oktober 2013, da wusste ich nicht mehr, wohin oder was ich machen soll. Oder ich habe so lange, fast 20 Jahre, im Filmbereich gearbeitet und da bin ich auch gut. Ich meine, im Filmbereich, ich habe zwar studiert, als ich jünger war, in Südafrika, in Grahamstown, die Stadt Rhodes University hieß es, aber ich habe mein Studium nie fertig gemacht. Ich habe es abgebrochen wie eine Blöde. Und ich dachte, was kann ich machen? Und dann, als Marlies dann angerufen hat und wirklich ich zu Nankusé gekommen bin, Violet gesehen habe, die Tiere gesehen habe, dann wusste ich schon, okay, das ist zwar immer noch im Filmbereich, aber da sind Tiere mit eingeschlossen. Das ist nicht so groß und stressig wie die anderen Sachen, die ich in Kapstadt und London und sowas gemacht habe. Und so für mich ist Nankusé eigentlich eine Rettung. Mein Leben hat sich dann komplett verändert. Ich habe ganz andere Leute kennengelernt. Die Filmleute sind eine ganz andere Rasse für sich. Und ja, für mich war es einfach ein neues Leben. Das war ein neues Leben. Das hat mich wirklich gerettet. Die Tiere haben mich gerettet. Und die Menschen. Aber die kleinen Nataschas auf jeden Fall, ne? Jo. Do you want to be famous? Come on. Yummy. Nankusé, ja, ist nicht nur für die Menschen und die Tiere und sowas, die hier sind, aber auch für persönliche, so wie ich, meine persönliche Geschichte. Und ich weiß auch, so wie andere Leute hier, Camilla, Shona, Sila, so viele, die auch vielleicht Stress hatten vorher im Leben, Depression hatten und so weiter. Und für die Arbeiter ist Nankusé wirklich ein Zuhause. Das ist für mich eigentlich eine kleine Rettung. Denkst du, dass diese Arbeit mit Tieren eher die Menschen aus den Depressionen rettet oder eher dieses Fernsein vom westlichen Lifestyle? Ich glaube, das ist eigentlich eine Mischung. Ein bisschen von ja, Fernsein. Ja, away from the western world. Ja, und die will jetzt spielen. Okay. Und die lacht. Aber wie die jetzt lacht und zeigt, das hast du so gut gemacht. Die lacht. Ist für mich persönlich und ich glaube auch für die meisten sind es die Tiere. Du vergisst alles. 10 Minuten mit Natascha und wie die lacht und spielt. Und dann ist es, weißt du was, das ist Leben. Das ist das Wichtige. Und hier wird man immer dran erinnert.